Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Ich sitze jetzt bei unseren Neuzugängen im Gehege. Wir haben seit circa 4 Wochen 2 Polarfüchse bei uns neu im Tiergarten. Vorher haben wir Rotfüchse gehalten. Die sind nach vielen, vielen Jahren, die sie hier gelebt haben, aus Altersgründen verstorben. Dann war das Gehege eine Zeit lang leer und wir haben dann aus dem Opel Zoo Kronberg neue Füchse bekommen. Und zwar die Polarfüchse. Wir haben uns für Polarfüchse entschieden und gegen die Rotfüchse, weil sie besonders für die Zoopädagogik interessant sind. Man kann ganz viel an diesen Tieren erklären, erzählen, sowohl zu Füchsen an sich als auch zu Umweltproblematiken, Klimaerwärmung, aber auch zu Tierhaltung, Pelztierhaltung. Auf ganz vielen Ebenen können diese Tiere als Beispiel dienen und man kann ganz viel Wissen vermitteln. Darüber hinaus sind sie auch für unsere Besucher besonders interessant, weil sie keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Unsere einheimischen Rotfüchse sind ja eher dämmerungsaktiv und nachtaktiv und die Polarfüchse sind sowohl tags- als auch nachtaktiv. Das liegt einfach daran, dass sie ja zirkumpolar vorkommen und wir da in dem Sinne keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben, sondern eben im Sommer den ganzen Tag lang die Sonne scheint oder es hell ist und im Winter eben die Sonne nicht aufgeht und es von daher dunkel ist und sie daher keinen Tag-Nacht-Rhythmus sich angeeignet haben. Sie kommen zwar zirkumpolar vor, das hört sich immer sehr kalt an und man meint, sie kommen aus dem ewigen Eis. Ist auch tatsächlich so, sie können auch tatsächlich wie die Eisbären aufs Eis gehen und dort leben. Aber sie kommen auch weiter südlich vor und breiten sich immer weiter aus und kommen auch hier bei uns mit den warmen Temperaturen gut zurecht. Sie haben zum Beispiel für die kalten Temperaturen ein ganz, ganz dichtes Fell im Winter, was eben weiß oder so leicht gräulich ist, und werfen dieses jetzt im Frühjahr ab und haben dann ein sehr dünnes Fell im Sommer, so dass sie da dann eben auch nicht sich überhitzen oder ähnliches. Wir können ihnen im Sommer dann eben viele Schattenplätze anbieten oder auch andere Abkühlmöglichkeiten. Aber wenn wir denn nicht gerade einen ganz extrem heißen Sommer haben, kommen sie hier auch gut zurecht, genauso wie unsere Schneeeulen. Es gibt sogar einige Zoos, die diese beiden Tierarten auch zusammenhalten, in einem Gehege, Schneeeulen und Polarfüchse. Vielleicht machen wir dies hier vielleicht bei uns auch mal. Müssen wir mal gucken, ob wir da ein neues Gehege dann vielleicht nochmal einrichten können. Die Tiere, die wir vom Opel Zoo Kronberg bekommen haben, ist ein Geschwisterpärchen, ein Männchen und ein Weibchen. Das heißt natürlich, dass wir mit diesen Tieren nicht weiter züchten werden. Sie werden hier als Geschwisterpaar leben. Wir werden sicher irgendwann den Rüden kastrieren, damit wir da eben dann keine Nachzuchten haben. Aber wir wollen jetzt erstmal dieses Frühjahr abwarten und beiden eben die Zeit geben, sich auch ganz artgerecht zu entwickeln und ihre Stärken und Schwächen halt auszubilden. Ja, bei unseren beiden Füchsen handelt es sich um junge Tiere, die sind im letzten Jahr geboren worden. Das heißt, sie sind auch noch sehr verspielt und sehr lauffreudig. Und damit ihnen nicht so schnell langweilig wird hier im Gehege, haben die Pfleger sich natürlich wieder was ausgedacht, um die Tiere zu beschäftigen. Wir haben also hier verschiedene Boxen und Rollen, wo dann das Futter drin versteckt wird, mit denen gespielt werden kann. Oder hier ist ein Sack aufgehängt mit Wolle,
von anderen Tieren, was dann eben Geruch und nochmal haptische Möglichkeiten hat, wo sie auch dran kratzen können und das aufreißen können. Und so wird dann jedes Mal etwas Neues ins Gehege verbracht oder neu aufgestellt, aufgehängt, damit die Tiere einfach beschäftigt sind und ihnen nicht langweilig ist. Polarfüchse sind Opportunisten, die fressen eigentlich alles. Vom Regenwurm bis zum Kot vom Rentier ist alles mit dabei. Also sie erbeuten Eier, kleine Vögel, Lemminge sind ihre Hauptnahrung, aber fressen auch, wie gesagt, alles, was sie letztendlich so finden können. Krebse, Fisch von der Küste, Aas, Abfall von den Siedlungen. Also wirklich, man kann ihnen alles anbieten. Das tun wir hier natürlich im Zoo in dem Umfang nicht. Sie bekommen bei uns Eintagsküken, sie bekommen Fleisch in Form von Knochen, wo eben nur noch wenig Fleisch dran ist, kein schieres Fleisch. Dann bieten wir Fisch an. Wir bieten aber auch Obst und Gemüse an. Obst nur im ganz geringem Umfang, weil es eben eigentlich zu süß ist und relativ schnell dick macht. Ja, aber man könnte theoretisch auch Brot füttern, aber das machen wir natürlich nicht. Oder alles mögliche andere, aber wir beschränken uns dann doch eher auf die gesunden Sachen, damit die Tiere nicht zu schnell dick werden. Das ist bei Polarfüchsen leider sehr häufig zu sehen, dass sie dann eben doch etwas plüschig aussehen in ihrem Fell. Man sollte jetzt nicht meinen, dass man hier alles Mögliche über den Zaun werfen kann. Die werden da sicher dran rumnagen und ähnliches, aber es ist natürlich für die Füchse ungesund und wie gesagt, sie werden schnell zu dick. Wäre auch für die Besucher zu gefährlich. Es handelt sich ja immerhin um Raubtiere, ja. Also auf keinen Fall füttern, irgendwas durchs Gitter stecken oder oben drüber werfen oder ähnliches, ja. Es schadet eben dann doch den Tieren und unsere Pfleger müssen halt die Gewissheit haben, dass sie die Alleinigen sind, die hier füttern und dann wissen sie, was die Tiere gekriegt haben und dass sie dabei gesund bleiben. Jetzt einen Daumen hoch nicht vergessen, ruhig in die Kommentare schreiben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.